alle, die einen Bitcoin-Sparplan laufen haben, wirklich jeder, ist jetzt gerade im Plus. Jeder. Selbst die bei 70.000 Dollar mit ihrem Bitcoin-Sparplan angefangen haben. Jeder ist gerade im Plus. Ja? Und das ist auch der beste Grund und das beste Argument gegen jegliche Form von Trading. Ja? Weil es einfach die große Problematik ist, dass ihr bei Trading immer ein Risiko eingeht und bei einem Sparplan eben nicht. Ihr habt einfach nur den Sparplan am Laufen und Bitcoin folgt seinen ökonomischen Regeln und ihr nehmt euch als Faktor komplett raus. Damit starten wir auch direkt rein und zwar mit der Meldung überhaupt. Ja, der höchste Stand seit Mai 2022, also ist jetzt wirklich 1,5 Jahre nicht mehr einen so hohen Bitcoin-Stand gegeben. Und das sorgt aber auch dafür, dass jeder, der einen Sparplan gemacht hat, egal wann er den angefangen hatte, jetzt im Plus ist, egal zu welchem Kurs. Und das ist eben sehr interessant zu sehen. Wir gucken uns das gleich auch an, woran das liegt. Aber erstmal, was hat jetzt diesen jüngsten Pump ausgelöst? Wie ich ja gestern im Video schon sagte, zum einen die Erwartung an die Genehmigung des Bitcoin Spot ETFs. Dann hat man natürlich das kommende Halving. Nächstes Jahr irgendwann um den April nächsten Jahres soll das nächste Halving stattfinden. Das kann man ja nie so ganz genau sagen, weil man nie genau weiß, wie schnell die Blöcke jetzt tatsächlich kommen. Steigt die Hashrate weiter? Bricht sie sogar nochmal ein? Gibt es noch mehrere Korrekturen in der sogenannten Bitcoin Difficulty beim Mining? Davon hängt das Ganze ab, wann es dann wirklich passiert. Aber eins ist klar, es wird passieren und das heißt, es gibt eine Verknappung und das ist für alle Teilnehmer natürlich ein Bewusstsein von, naja, es wird nicht mehr Bitcoin geben als diese 21 Millionen und ab nächstem Jahr wird vor allem die Menge an neuen Bitcoin halbiert. Ja, und wir sind aber noch weit weg vom Allzeithoch von 69.000, also knapp 70.000 US-Dollar. Das sollte auch natürlich klar sein. Schauen wir in den aktuellen Bitcoin-Pump und was das ausgelöst hat. Erstmal Tesla, MicroStrategy und alle Bitcoin-Sparpläne sind wieder im Profit, also sind im grünen Bereich. Das mit den Sparplänen ist ganz einfach. Hätte man bei 70.000 investiert, dann wäre man natürlich erstmal eine Zeit lang im Minus gewesen, also bei 69.000 Dollar, wo er gestanden hat, dann wäre der Kurs runtergefallen. Aber mit der Zeit, weil man ja die ganze Zeit einen Sparplan macht, tickt ja die ganze Zeit der Sparplan und man deckt jeden Kurs ab. Also auch, wo wir bei knapp 15.000 Dollar standen. Und das heißt, wenn man diesen Kursen folgt, ist man ab einem gewissen Punkt wieder im Plus. Und egal, wann man eingestiegen ist, zum jetzigen Kurs ist man im Plus. Und das können wir uns hier einmal anschauen. Hal Finney hat bereits 2011 im Bitcoin-Forum damals geschrieben, Research Dollar Cost Averaging. Da hat er schon darauf aufmerksam gemacht, wenn es um Bitcoin geht, sollte man sich eine Sparplanfunktion anschauen. Der Grund ist einfach, dass das, wenn man ein dauerhaft steigendes Gut hat, die beste Möglichkeit ist, regelmäßig sein Gehalt zum Beispiel zu investieren. Man nimmt sich als Faktor raus, man hat nicht die Annahme, man sei schlauer als alle anderen, man sei schlauer als der Markt, weil das einfach die Gefahr mit sich bringt, dass man auf die Nase fällt. Früher oder später. Weil in der Regel ist der Markt schlauer als man selbst. Und nur die geringsten von uns, die sind in der Lage, wirklich profitabel zu traden. Und selbst bei denen ist das nicht dauerhaft gegeben. Von daher, ja, der Sparplan in dieser Form kann hier eine sichere Möglichkeit sein, an Bitcoin zu profitieren, mit regelmäßigen Einnahmen, wie einem Einnahmen durch einen Job und sich selber als Faktor rauszunehmen. Und was das zur Folge hat, können wir uns hier mal anschauen. Das Ganze folgt einer gewissen Entwicklung und hier sehen wir dann, dass der Bitcoin-Kurs, egal wo wir einsteigen, ja, wenn wir das mal verfolgen hier unten, das geht seit 2012 so, ne, die gelbe Linie ist unser Durchschnittseinkaufspreis und wenn wir das Ganze mal verfolgen, dann sehen wir, wir sind immer in der Abdeckung von dem, was hier der Kurs zeigt und ja, am Ende eben im profitablen Bereich. Wir sehen das hier rückwirkend, ja. Der rote Bereich zeigt, wo wir eingestiegen wären, dass wir negativ sind und zeigt, ab wann wir wieder im grünen Bereich sind. Ja, und bedenkt auch 2016, 2017 Hype, hier der 2021er Hype. Überlegt mal, wie lange das her ist. Ne? Und ihr seht schon, hier ist jetzt alles grün. Ja? Je länger die Zeit vergeht, ihr seid einfach dann dauerhaft im grünen Bereich. 2017er Hype. Dann 2019, nachdem der Hype zusammengebrochen war, sieht man schon, gleicher Effekt, ja, rückwirkend hier, alles schon wieder grün und das, obwohl man hier theoretisch ganz oben angefangen ist, DCA zu machen. Jetzt gleich sehen wir 2021 den absoluten Hype, wo die meisten eingestiegen sind, die jetzt noch dabei sind. Das ist hier oben, ja. Ich glaube, das geht sogar noch höher, genau, wir sind ja hier gerade erst bei 60, hier war der Peak. Ja, und da sind wir jetzt und jetzt sieht man, egal wo man angefangen ist zu kaufen, man ist im positiven Bereich. Ja, und das ist genau das, was das ganze DCA-Thema ausmacht und so besonders macht, warum diese Art und Weise eine so charmante Lösung ist, in Bitcoin zu investieren. Natürlich, vergangene Daten müssen nicht für die Zukunft sprechen, aber ich denke, die knapp 15 Jahre Bitcoin-Geschichte, die wir hier sehen, sprechen für sich. Ja.